Millionen Bakterien, Viren und Pilze leben in und auf unserem Körper. Sind diese Mikroorganismen ausbalanciert, geht es uns gut. Alle Mikroorganismen zusammen formen das Mikrobiom. Ein komplexes System mit vielen Funktionen. Darmbakterien zerkleinern Nahrung, die der Körper sonst nicht aufnimmt. Sie produzieren Nährstoffe, regulieren unser Immunsystem und beschützen uns vor Erregern. Wir wissen noch nicht, welche Bakterien gut für den Darm sind. Aber wir wissen, dass sich ein gesundes Mikrobiom aus vielen verschiedenen Bakterien zusammensetzt. Viele Faktoren beeinflussen das Mikrobiom, zum Beispiel die Umwelt, Medikamente wie Antibiotika und sogar, ob wir per Kaiserschnitt geboren wurden. Auch unsere Ernährung beeinflusst die Gesundheit unseres Darms. Nicht all diese Faktoren können wir kontrollieren, aber wir können darauf achten, was wir essen. Darmbakterien lieben Ballaststoffe, die in Früchten, Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten vorkommen. Wenn Bakterien Ballaststoffe verwerten, produzieren sie kurzkettige Fettsäuren, die die Darmwand pflegen, das Immunsystem unterstützen und Entzündung vorbeugen, wodurch das Krebsrisiko sinkt. Essen wir mehr Ballaststoffe, vergrößert sich die Zahl der Bakterien, die Ballaststoffe verwerten. Forscher tauschten kürzlich die ballaststoffreiche Kost einer Gruppe aus dem ländlichen Südafrika gegen die fett- und fleischhaltige Kost einer Gruppe Afroamerikaner. Bereits 2 Wochen fetthaltige, ballaststoffarme westliche Kost führte zu verstärkter Entzündung des Dickdarms und verringerten Buttersäurewerten. Buttersäure steht im Verdacht, das Risiko auf Dickdarmkrebs zu senken. Die ballaststoffreiche, fettarme Kost führte zum umgekehrten Ergebnis. Was geht also bei ballaststoffarmer, bearbeiteter Kost schief? Wenig Ballaststoffe bedeuten wenig Brennstoff für die Darmbakterien. Sie verhungern und sterben ab. Das führt zu weniger Diversität und hungrige Bakterien. Manche essen daraufhin die Magenschleimhaut. Einige Lebensmittel beeinflussen Darmbakterien direkt. Man hat herausgefunden, dass Obst, Gemüse, Tee, Kaffee, Rotwein und dunkle Schokolade mit Bakterienvielfalt zusammenhängen. Sie enthalten Polyphenole, die Teil natürlich vorkommender Antioxidantien sind. Andersherum hängt über die Nahrung aufgenommenes Fett, wie das in Milch und Softdrinks, mit verminderter Bakterienvielfalt zusammen. Auch die Essenszubereitung ist wichtig. Unverarbeitete, frische Produkte haben mehr Ballast und Nährstoffe. Dampfgegart, gedünstet und roh sind Gerichte besser als gebraten. Gerichte können auch so zubereitet werden, dass man mit ihnen gute Bakterien aufnimmt, sogenannte Probiotika. Fermentierte Lebensmittel wimmeln vor guten Bakterien, wie Lactobacillen und Bifidobakterien. Fermentation wurde erfunden, bevor es Kühlschränke gab. Und es wird immer noch um der Welt genutzt, um Lebensmittel haltbar zu machen. Kimchi, Sauerkraut, Tempeh und Kombucha sorgen für Variation in unserem Essen. Auch über Joghurt können wir Probiotika aufnehmen, wobei nicht jeder Joghurt gleich gut ist. Joghurts mit viel Zucker und wenig Bakterien sind nicht sehr hilfreich. All das sind generelle Richtlinien. Mehr Studien sind nötig, um zu untersuchen, wie Lebensmittel unseren Darm beeinflussen. Wir kennen einige Zusammenhänge, aber es ist schwierig, den Darm direkt zu beobachten. Zum Beispiel, wir wissen noch nicht, ob bestimmte Lebensmittel Bakterienvielfalt direkt beeinflussen oder ob der Vorgang komplizierter ist. Unsere Beobachtungen stehen noch am Anfang, aber wir wissen, dass unser Mikrobiom unverzichtbar ist für eine gesunde Verdauung. Wir können die Anzahl unserer Darmbakterien selbst beeinflussen, auf Ballaststoffe achten, frisch und fermentiert essen und so unseren Darm gesund und stark halten.
TED-Ed arbeitet daran, so vielen Menschen wie möglich kostenlose, qualitativ hochwertige Bildungsinhalte in so vielen Sprachen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Hilf mit, unsere gemeinnützige Mission zu unterstützen, indem du auf unserem Patreon spendest und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.